Ja, mein Name ist Jonas Weber. Ich bin jetzt Doktorand bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Ilmenau im Fachgebiet Medien- und Kommunikationsmanagement. Was hat dich denn dazu bewegt, in die Forschung zu gehen? Naja, mir hat das schon relativ lange, sagen wir mal, in der Nase gesteckt, eine Promotion zu schreiben. Also ich hatte das schon im Master gemerkt, dass ich Spaß daran habe, wissenschaftlich zu arbeiten, und dann hat sich nach und nach immer mehr herauskristallisiert, dass ich eigentlich auch Lust habe, in der Wissenschaft erstmal zu bleiben und weiter wissenschaftlich zu arbeiten. Was hat dich während der Arbeit an deinem aktuellen Paper am meisten überrascht oder fasziniert? In meinem aktuellen Paper über Journalismusplattformen in Deutschland hat mich eigentlich besonders überrascht, wie viele unterschiedliche Angebote es dann doch gibt. Und als Konsument habe ich durchaus die Möglichkeit, unterschiedliche Plattformen zu nutzen, auf Plattformangebote zurückzugreifen. Dennoch ist es ja nicht der Fall, dass wir wirklich eine große, mächtige Plattform hätten wie Spotify auf dem Musikmarkt oder vielleicht auch Netflix auf dem Bewegtbildmarkt. Also beim Journalismusplattformen ist es vielmehr so, dass es viele unterschiedliche Angebote gibt, die auch unterschiedliche Geschäftsmodelle verfolgen. Und das fand ich eigentlich ziemlich spannend zu sehen, dass es dann doch verschiedene Typen gibt. Also auch viele verschiedene Typen gibt, die durchaus auch genutzt werden können. Was sind deine Hoffnungen für Plattformen im Journalismus, insbesondere auf dem deutschen Markt? Grundsätzlich für den deutschen Markt wäre meine Hoffnung, dass es eine unabhängige Plattform gibt von großen Tech-Unternehmen, von Drittanbietern. Eine Plattform für den Journalismus sozusagen. Allerdings haben wenige deutsche Verlage, also eigentlich kein deutscher Verlag mit Ausnahme des Axel Springer Verlags, Interesse daran, so eine Plattform aufzubauen, weil sie natürlich dann ihre Reichweite auch nutzen würden, beziehungsweise weil ihre Reichweite natürlich auch kleineren Medien nutzen würde, die dann auch davon dieser Reichweite profitieren würden. Das ist natürlich nicht unbedingt in deren Interesse. Dementsprechend bleibt relativ viel Raum für Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Google und Facebook, die ja beide auch starke Initiativen in Richtung des Journalismus gegriffen haben, zum Beispiel mit Facebook News oder dem Google Showcase, und dementsprechend halt auch starken Einfluss nehmen auf den Journalismus aktuell. Und das Problem, das ich sehe, ist, dass da potenziell durchaus Platz für eine Plattform wäre im Journalismus, dass aber, wenn die deutschen Verlage das verschlafen, sie am Ende wieder sich den Regeln beugen müssen, die Facebook oder Google dann setzen. Also man weiß auch nicht genau, wer den nächsten Standard setzt. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr schwierig, das aktuell zu prognostizieren, in welche Richtung sich dieser Markt entwickeln wird. Worauf freust du dich am meisten während deiner Arbeit hier in Ilmenau? Eigentlich freue ich mich vor allem darauf, nochmal weiterzuarbeiten an dem Thema, jetzt nicht speziell an Journalismusplattformen, sondern das Ganze so ein bisschen auf Medienplattformen im Allgemeinen auszuweiten. Also das ist so das, woran ich jetzt gerade weiterarbeiten möchte. Also und darauf freue ich mich einfach nochmal so ein paar Jahre mit diesem Thema zu beschäftigen. Also einfach im Rahmen meiner Promotion. Das finde ich super spannend und deswegen würde ich auch gerne daran weiterarbeiten.